Ja, grüßt euch Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Und zwar möchte ich heute mit euch mal gemeinsam ein Projekt anschauen, was ich nicht empfehlen kann. Ich fange am besten mal gleich so an in diesem Video. Ich bekomme jeden Tag zig Zuschriften über sämtliche Kanäle, ob es jetzt Facebook ist oder Twitter oder Insta oder Telegram. Hier guckt ihr das Projekt mal an. Ich bin da drin und schaut ihr das mal an. Das scheint interessant zu sein. Und ich gucke natürlich auch für euch, für die Community, ob das eventuell was für uns ist. Und ich habe mal wieder, das ist jetzt schon das zweite Projekt innerhalb von 2 Tagen, was ich mir angeschaut habe, wo ich mir denke, mehr Red Flags gibt es eigentlich nicht. Das heißt, ich möchte euch in diesem Video eigentlich mehr warnen, was das angeht. Wieso, weshalb, warum erkläre ich euch jetzt. Ja, meshchain.ai ist die Website. Es kann auch sein, dass ich mich absolut täusche, was das angeht, aber ich meine, ich mache das Business schon ein paar Jahre, beziehungsweise auch Recherchen, was solche Seiten angeht. Und hier ist es wirklich sehr, sehr offensichtlich, meiner Meinung nach. Jeder soll sich selbst seine Meinung bilden. Also theoretisch gesehen ist Meshchain genauso wie NodePay oder Grass, wo ihr euch quasi eine Browser-Extension installiert sozusagen, wo ihr Punkte verdient und ihr dann dementsprechend auch mit dem Airdrop den Mesh-Token bekommt. Soweit in der Theorie. Das Ganze ist auch hier nochmal auf der Seite dokumentiert. Also hier auch wieder dieses ganz normale KI-Learning sozusagen oder AI-Learning. Das heißt, die Browser-Extension zieht quasi die Daten und ihr bekommt halt eben Rewards dafür, bekommt Rewards dafür, Leute quasi zu werben etc. Ihr kennt ja die Referrals-Programm und so weiter und so fort. In der Theorie schon ganz gut, aber was mir als allererstes aufgefallen ist, wo ich mir die Website angeschaut habe, bin ich auch offen zu euch. Guckt mal hier unten so ein Rad, wo man sein Glück probieren kann. Zu dem Rad kommen wir aber auch gleich nochmal, weil das ist nämlich auch schon wieder so eine ganz tricky Geschichte. Also, ganz wichtig, bitte do your research. Ähm, Wer der Meinung ist, trotzdem bei Mesh-Chain sich anmelden zu wollen, tut euch keinen Zwang an, aber wie gesagt, es sind viele Red Flags und die gucken wir uns natürlich jetzt an. Ich habe mich mal angemeldet, und zwar am 6. Januar, weil ich war einfach mal neugierig, ne, wie, was, wo und hast es nicht gesehen. Und auf den ersten Blick eigentlich ein cleanes Dashboard. Ihr seht hier unten eure Rewards sozusagen. Ne, und ihr habt auch mehrere Möglichkeiten hier sogar quasi dabei zu sein. Ja, ihr könnt über eine Telegram-Note, das funktioniert, das habe ich auch probiert. Ich habe jetzt mal auf meinem Testrechner die Browser-Extension installiert, die läuft, wird quasi unter Note angezeigt oder auch nicht. Also die ist an, läuft aber hier nicht. Ne? Und was mich ein bisschen verwundert, ist die Hashrate. Also hier wird eine Hashrate wiedergegeben. Das heißt, ist es jetzt eine KI-Geschichte, die Daten aus dem Netz scrollt, oder warum haben wir hier eine Hashrate? Also das ist schon wieder so ein Ding für sich, davon abgesehen, dass die Uptime da nicht läuft, etc. und so weiter und so fort. Ist schon wieder so eine Geschichte, wo ich sage, okay, schwierig. Also man hat theoretisch gesehen die Möglichkeit, über Telegram Browser-Extension das Ganze zu machen. Man kann aber auch sich das Teil kaufen. Ne? Also es gibt eine Node, ähnlich wie bei ETH hier. Die sieht sogar ähnlich aus. Wir gucken sie uns einfach mal an. Also wenn ihr auf die Hardware-Node geht, dann geht ihr dementsprechend hier drauf auf die Dokumentation. Also wie gesagt, das kann auch sein, dass ich mich jetzt extrem täusche, was das Projekt angeht. Aber wie gesagt, Vorsicht, ne? Ja, ihr könnt so eine schöne AI Node Deep in Mesh Node Device könnt ihr euch kaufen. Und zwar seht ihr hier nochmal, ich muss mal ganz kurz gucken, die gerade mal 2500 Dollar kostet. Also Schnäppchen, sag ich jetzt mal, wenn ihr versteht, wie ich es meine. Ja, also ich weiß es nicht. Ist auch schon wieder so ein Red Flag. Und das ist ja nur die Standard-Note, die schon 2500 kostet. Note Pro gibt es ja hier nicht und Note Mini gibt es auch nicht. Also, warum gibt es nur Standard? Warum gibt es nicht Mini? Warum fängt man nicht mit einer Mini an? Steigert sich rein. Es gibt nur die Standard für 2500 Dollar. Also, ja, ja, gut. Ich weiß, Schnäppchen. Genau, wir switchen nochmal zurück also dies jetzt dazu. Und ihr habt hier eine Wallet. Das bedeutet, ihr braucht, damit das Ganze funktioniert, On-Chain-Gebühren. Das heißt, das Ganze funktioniert angeblich auf der BNB-Chain. Deswegen kriegt ihr, wenn ihr den Task erledigt habt, diese 0,005 BNB im Gegenwert von 3,54. Man könnte auszahlen, withdrawn
Funktioniert aber nicht, weil, also Adresse könnt ihr eingeben, man hat ja keine USDT drauf auf der Wallet, funktioniert nicht. Also, wie gesagt, die BNB, die hier drauf sind, die könnt ihr sowieso nicht abziehen, davon abgesehen. Das soll mal der Token werden, dieser MCC, kommt demnächst, steht hier, und Punkte kommt auch demnächst. Hm. Dies dazu, und ja, Revel-Programm ist ja ganz klar, Rewards seht ihr hier, und jetzt kommen wir zum nächsten Ding, wo ich sage, okay, geht gar nicht. Also das heißt, geht gar nicht. Wir sind ja im Alter von Gamification, aber ich habe euch ja eben dieses Reel gezeigt, wo man halt dran drehen kann. Und ihr seht hier, ihr habt auch die Möglichkeit, für einen US-Dollar quasi mal am Wheel of Fortune zu drehen. Das heißt, ihr könnt auch 20 Dollar zurückgewinnen, wenn es funktioniert. Die Frage ist allerdings, sind wir jetzt noch im Thema AI beziehungsweise AI-Nodes, oder sind wir jetzt hier schon im Bereich Gambling? Ich weiß es nicht. Weil wenn ihr hier einen Dollar investiert und könnt 20 Dollar gewinnen, ist das für mich Kategorie Glücksspiel. Aber das sei erstmal dahingestellt. Und wir gucken uns auch das mal an. Ihr seht das hier, angeblich soll man mit seinen Punkten auch drehen können. Ihr seht hier 230 Punkte habe ich gesammelt. Hier unten kann ich aber nicht. Ich kann nicht spinnen. Das heißt, ich müsste jetzt für einen Dollar müsste ich mir einen Spin kaufen. Und ihr seht hier, es besteht tatsächlich die Möglichkeit, entweder diesen einen Punkte zu bekommen, BNBs oder Tether USDT. Ne? Für einen Dollar. Gut, mit ein bisschen Glück, gell, zahlst einen Dollar, kriegst 100. Aber wie gesagt, Kategorie Glücksspiel. Das ist, ich weiß auch nicht mal, was das dann letztendlich damit zu tun hat, was das Projekt eigentlich angeht. Aber das war ja noch lange nicht alles, ne? Also, was das Thema angeht. Ich habe mal ein bisschen weiter recherchiert, ne? Also wir sind jetzt auf dem Status, okay, das Ding kostet 2500. Wie gesagt, wenn es läuft, wenn das Projekt irgendwann mal anlaufen sollte, halte ich die Fresse, sage ich nichts dazu. Aber momentan Red Flags, ich meine, ich muss es euch sagen, ich will euch nicht in irgendwas reinvermitteln, was absoluter Schmutz ist. Deswegen recherchiere ich immer vorher, bevor irgendein Projekt hier vorgestellt wird auf diesem Kanal. Ja, also wie gesagt, das schon mal, ihr müsst quasi hier über die Rewards, geht ihr rein, ihr müsst quasi in USDT rein investieren, um mal am Rad drehen zu können. Also das ist für mich Kategorie Glücksspiel. Dazu kommt noch, da haben sich auch schon viele beschwert in Kommentaren. Das heißt, ihr habt diese 0,05 BNB, den musste man sich claimen durch irgendeinen Task. Warte mal, was habe ich denn da gemacht? Telegram? Nee, ich bin, glaube ich, bei Discord rein. Also es gibt eine aktive Discord-Community, gell? Also da will ich nicht abstreiten. Aber ich habe für irgendwas habe ich diese 0,05 BNB mitgenommen. Das Problem ist, wenn quasi eure Node, die eine Hashrate hat, warum auch immer, die zieht Transaktionsgebühren, irgendwann sind diese 0,005 BNB aufgebraucht, dann müsst ihr BNB erstmal nachschießen. Ihr könnt nichts swappen, gar nichts. Also ist auch so eine Geschichte, wo ich sage, habe ich in keinem anderen Deepin-Projekt so gesehen. Gut, wir sind schon bei 8 Minuten. Ich wollte ja jetzt nicht so extrem übertreiben. Ja, jetzt gucke ich mir mal die sozialen Kanäle an und gucke, Meshchain AI, 748.000 Follower, fast 800.000 Follower bei Twitter oder X. Ich habe davon noch nie vorher was gehört. Ich habe, wie gesagt, von jemandem von euch den Raffle-Link zugeschickt bekommen mit der Bitte, vielleicht ist es was für die Community, schau es dir mal an. Ne? Und ja, es ist, ja, also sehr, sehr scammy. Also ihr seht hier, das kann auf keinen Fall hinhauen. Ihr seht das alleine schon in einigen Ratios, die wir haben. Wenn ihr seht, wenn wir hier alleine schon 700 oder knapp, ja, was hatte ich eben gesagt? 700 und, wo hatte ich es gesehen? 784.000 Follower oder beziehungsweise angeblich Follower habe und einen Beitrag performt mit nur 15.000 Aufrufen. Da ist irgendwas nicht ganz koscher. 37.000 ist auch nicht viel. Das sind ja hier noch nicht mal 10%, die sich das überhaupt anschauen. Also ich glaube, hier ist irgendwas oberfaul. Ich habe in den einen oder anderen Beitrag mal reingeschaut. Hier geht es halt eben auch eben darum, dass viele sich beschwert haben, oh, meine BNBs sind weg, das läuft nicht mehr, etc. Ja, also wie gesagt, schwierig. Ja, last but not least, um es jetzt auch noch mal zum Abschluss zu bringen, das Thema. Also, wie gesagt, wenn ihr der Meinung seid, okay, das ist cool, das funktioniert, das nehme ich mit, dann macht das bitte. Aber wie gesagt, die Red Flags sind für mich relativ eindeutig. Also, ja, ein bisschen spielen für einen Dollar oder hier 2.500 Euro. Ich weiß, hier ist auch sau teuer.
Aber hier, weiß ich nicht, hier kombiniert sich das Ganze, der Twitter-Account oder X-Account mit so einem Haufen Followern und dann ist zu wenig Engagement drauf, ist auch relativ schwierig, sage ich jetzt mal. Last but not least, so wie ich das auch immer andere Seiten prüfen. Ich gebe immer in eine Google-Suche Mesh Chain, Scam or Legit. Da werden auf jeden Fall auch schon mal solche Seiten aufrufen, wie Scam Advisor zum Beispiel. Und diese ganzen Seiten, die quasi auch die Seiten crawlen und so weiter, auch relativ ähm, öfters, sage ich jetzt mal. Und es gibt halt eben Mechanismen, die erkennt es gibt welche, die erkennt es nicht. Aber nichtsdestotrotz, ähm, was haben wir hier? Post Scam, boom, everyone should join. Ja, das ist wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall habe ich gesehen, okay, oh geil, es gibt hier eine Trustpilot-Bewertung, die gucke ich mir einfach mal an. Wir haben jetzt hier 3800 Bewertungen mit einer 4,9. Okay, ich gucke mal an, was da geschrieben wurde. Ups, Seite nicht gefunden. Ich dachte, naja, okay, guckst du noch mal ein bisschen weiter nach. Was haben wir denn noch so Schönes am Start? Oh, wir haben hier noch einen aktuellen Eintrag. Gucke ich mal an. Und dann kriege ich sofort eine rote Warnung eingebracht, dass Trustpilot auch dementsprechend hier die Warnung rausgibt, dass die Bewertungen bezahlt sind. Ich kann mir gut vorstellen, dass es bei MeshChain vielleicht mal eine Challenge gab. Mach uns bei Trustpilot eine gute Bewertung und ihr bekommt auch dementsprechend ein paar Punkte oder irgendwas in der Richtung. Und das hat Trustpilot mitbekommen. Also daraufhin ist wahrscheinlich auch der alte Account gesperrt worden. Hier, der ist ja nicht mehr da. Da wird ja wegrouten. Ihr seht ja noch die alten Dinger. Das heißt 3360 Reviews und davon, oder beziehungsweise insgesamt 3874, davon durchschnittlich 4,9. Das ist sehr gut, aber wie gesagt, ne, Trustpilot hat festgestellt, okay, die Bewertungen sind bezahlte Bewertungen, deswegen werden wir das auch nicht mehr weitermachen. Ne? Und ja, so sieht es letztendlich aus. Und der letzte Blick, auch noch, ich habe dann auch noch mal geguckt, ich denke, Mensch, Mesh-Chain, wenn das so populär ist, warum kennst du das nicht? Und auch wenn ich mir die Videos reinziehe, die ich zu Mesh-Chain letztendlich finde, das ist alles relativ schwierig. Also zum ersten Mal sind das Content Creator, von denen ich noch nie was gehört habe. Also ich zumindest nicht, vielleicht kennt der eine oder andere einen von euch. Und das ist auch so eine Geschichte, wo ich mir sage, okay, es muss ja nicht jemand sein, ein großer Kanal sein, aber die durchschnittlichen Aufrufzahlen hier, das lässt auch zu wünschen übrig. TechCraftsler hat eins drüber gemacht hier, oder was? Nee, das ist was anderes. Das war vor 10 Tagen. Ja, von daher meine eigenen. Das hätte mich jetzt gewundert, wenn TechCraftsler da was drüber gemacht hätte. Na gut, scheiß drauf. Oder? Ist das das? Nee, ich muss noch mal gucken. Nee, das ist was anderes. Das New Crypto is already. Ja, gucken wir mal schnell. Was haben wir hier? Habe ich mir schon reingezogen. Geht ja relativ einfach. Bup, bup, bup. Nee, ist was anderes. Okay. Gut, also wie gesagt, Vorsicht, meine Freunde, was das Thema angeht. Ich kann es nicht empfehlen. Zu viele Red Flags. Steigt nicht ein. Meine persönliche Meinung. Ansonsten müsst ihr selber wissen, was ihr tut. Das war's von mir. Sorry, dass es mal eine Vorstellung einer anderen Art war. Aber wie gesagt, bitte do your Research. Informiert euch bitte zusätzlich selbst über mögliche Risiken. Das war's von mir. Bis die Tage. Bis später. Ciao.